Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute gibt es bei mir ganz tolle Mini-Brötchen mit Ofenkäse. Super lecker, ganz einfach und total fluffig. Die Zutatenliste findet ihr in der Infobox unterm Video. Für den Hefeteig benötigt man ein halbes Kilo Mehl. Ich hatte das ganz normale Standardmehl, aber mit 13% Eiweißgehalt. Und das ist sehr gut für Brote und Brötchen. Dann ein Päckchen Trockenhefe, ein Teelöffel Zucker und 9 bis 10 Gramm Salz. Ich hatte 9 Gramm. Dann noch 100 Gramm zerlassene Butter, 250 Milliliter Milch und ein Ei. Die Butter und die Milch sind lauwarm. Die Zutaten zu einem Teig verkneten. Meine Küchenmaschine habe ich 8 Minuten auf Stufe 2 laufen lassen, aber es geht natürlich auch ohne Küchenmaschine. Und der Teig ist sehr geschmeidig, weich und klebt überhaupt nicht. Man sollte ihn dann zugedeckt mindestens eine Stunde gehen lassen. Ich habe meinen Teig 2 Stunden gehen lassen. Ihr könnt auch ganz gerne Dinkelmehl verwenden oder auch frische Hefe. Bei der frischen Hefe sind es 21 Gramm und die frische Hefe sollte man erst in Milch auflösen. Den Teig auf die Arbeitsfläche geben und dann unterschiedliche Teigstücke abstechen. Ich hatte insgesamt 25 Stück, aber es gehen noch viel mehr. Und ich verwende kein Mehl für die Arbeitsfläche, also kein zusätzliches Mehl. Es geht auch ganz gut ohne. Ein Backblech mit Backpapier auslegen, dann den Ofenkäse auspacken, die Schutzfolie entfernen und den Käse in die Holzschachtel setzen und dann auf dem Backblech platzieren, am besten in der Mitte. Alle Teigstücke zu Kugeln schleifen und mit etwas Abstand zueinander rund um den Käse anordnen. Ich lasse die Teigkugeln dann nicht nochmal gehen, bis die alle fertig sind, vergehen schon ein paar Minuten und ich finde, das ist auch völlig ausreichend. Ich werde gleich die Teigkugeln mit einer Mischung aus einem Eigelb und 2 Esslöffeln Milch bestreichen. Und für das Topping habe ich ein bisschen Mohn, etwas Pesto, Kürbiskerne, Sesam, Sonnenblumenkerne und eine Kirschtomate. Die Tomate habe ich in Scheiben geschnitten. Ihr könnt aber auch alles Mögliche verwenden, alles was ihr so mögt. Schwarzkümmel zum Beispiel oder diverse gehackte Nüsse oder Leinsamen oder Karottenstifte oder Zucchinistifte oder auch gar nichts. Ich lasse zum Beispiel ein paar Teigkugeln auch ganz nackig. Ich finde, das macht die Mischung noch bunter. Den Backofen sollte man auch schon vorheizen, entweder auf 200 Grad Ober- und Unterhitze oder auf 180 Grad Umluft. Die Teigkugeln ohne Topping bestreiche ich nochmal mit der Eimischung, denn dadurch werden die etwas dunkler. Und dann schiebe ich mein Backblech für 10 Minuten in den Ofen. Nach 10 Minuten Backzeit hole ich mein Backblech aus dem Ofen, bestreiche dann ganz schnell die Teigkugeln zum letzten Mal mit der Eimischung, dann schneide ich den Käse kreuzförmig ein und klappe ihn an den 4 Ecken auf und schiebe das Backblech für weitere 10 Minuten in den Ofen. Und so sieht das Ganze dann aus nach insgesamt 20 Minuten Backzeit, also 10 Minuten plus 10 Minuten. Und es ist wirklich mega lecker. Es schmeckt einfach nur fantastisch. Jetzt kann man einzelne Kugeln einfach abzupfen. Vorsicht, die sind super heiß und in den Käse einstippen und genießen. Die Brötchen sind sehr fluffig und weich und das Rezept ist meiner Meinung nach auf jeden Fall nachbackenswert. Ich bin gespannt, ob es euch gefallen hat oder ob ihr es nachbacken wollt oder nicht. Ich kann es auf jeden Fall nur weiterempfehlen.
Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank für die Likes, vielen Dank fürs Feedback und bis zum nächsten Mal. Tschüss!